Hallo, Mraban. Heute geht es um das Thema, wie kann man beim Sprachenlernen das mittlere Niveau überwinden? Und dazu möchte ich gerne 5 verschiedene Tipps vorstellen, die ich hier mir schon aufgeschrieben habe. Also vielleicht kennst du diese Situation. Du kannst in einer Fremdsprache schon relativ gut sprechen, auch schon viel verstehen, aber trotzdem hast du das Gefühl, dass du auf einem Plateau feststeckst und dass du irgendwie neue Reize und auch neue Inspiration brauchst. Okay, ich beginne mal mit Tipp Nummer 1. Und zwar kann man sich ein Projekt suchen oder ein Thema suchen, das sehr, sehr komplex ist, aber das andererseits für einen persönlich sehr interessant ist. Es muss also irgendwie eine gewisse Neugierde wecken. Mir fällt da am besten so ein Beispiel ein. Man kann sich einen Roman suchen, ein dickes Buch, irgendeine sehr interessante Geschichte, die aber vielleicht vom sprachlichen Aspekt her sehr komplex ist. Also stelle vor, man nimmt sich irgendeine Weltliteratur und versucht das dann in der Sprache zu verstehen und zu erarbeiten. Und das ganz Wichtige dabei ist, dass man selbst eine gewisse Neugierde verspürt. Also man möchte gerne dieses Buch, diese Literatur oder dieses Thema wirklich erobern und einfach wirklich neu entdecken. Das ist der ganz wichtige Punkt dabei. Und gehen wir zu Punkt Nummer 2. Und da geht es um das Sprechen. Normalerweise, wenn wir jetzt eine Sprache üben, dann denken wir gar nicht so genau oft darüber nach, wie wir jetzt vielleicht sprechen üben können. Wir sprechen einfach oder versuchen zu sprechen. Und hier könnte man zum Beispiel verschiedene Rollen spielen. Man stellt sich vor, dass man eine Debatte hat oder über ein Thema diskutiert und dann kann man zu diesem Thema verschiedene Rollen spielen. Also stelle vor, 2 Politiker diskutieren miteinander oder 2 Nachbarn oder vielleicht ein Lehrer oder 2 Lehrer oder zu Studenten. Sie diskutieren über ein Thema und so kann man dann auch nicht nur diese verschiedenen Rollen spielen, sondern man kann sich auch überlegen, wie diese Menschen vielleicht gewisse Worte sagen oder wie ihr Ausdrucksstil ist. Das sind alles Feinheiten, die auf einem höheren Niveau beim Sprachenlernen relevant werden. Und das wäre einfach sehr interessant, wenn man dann selber versucht, diese Feinheiten mittels dieser Dialoge, die man selber macht, zu erarbeiten. Gehen wir zu Tipp Nummer 3. Da geht es um das Schreiben. Und zwar könnte man im Alltag, damit es einfach praktisch angelegt ist, verschiedene kleine Essays schreiben, sogenannte 100-Wörter-Essays oder 100-Wörter-Aufsätze. Das heißt, man sucht sich irgendein Thema und dann kann man diese Aufsätze folgendermaßen strukturieren. Man denkt sich ein gewisses Argument aus, den Standpunkt, den man irgendwie präsentieren möchte, und dann kann man ein praktisches Beispiel dazu nennen, dann nimmt man ein Gegenargument, damit es auch interessant ist, und am Ende kann man dann eine Schlussfolgerung ziehen und eine Schlussfolgerung präsentieren. Und wenn man das eben regelmäßig macht, mit so kleinen Texten, dann kann man sehr, sehr schnell auf ein höheres Niveau kommen, weil man eben gezwungen ist, eine gewisse Thematik von sehr verschiedenen Standpunkten zu sehen. Genauso wie es bei Punkt Nummer 2 mit dieser Debatte, mit dieser fiktiven Debatte und dem Rollentausch der Fall ist. Gehen wir zum nächsten Punkt Nummer 4. Und zwar geht es da um das Hören. Beim Hören hat man dann sehr oft folgende Herausforderung, dass man im Detail gewisse vielleicht Melodien in der Sprache beim normalen Lernen nicht so genau wahrnimmt. Aber wenn man sich die Zeit nimmt und gewisse Sätze wirklich sehr, sehr genau analysiert, das heißt also, wann geht die Stimme nach oben, wann geht sie nach unten, wie wird etwas gesagt, wie ist der Ausdruck, dann hilft das auch sehr, sehr stark beim Verbessern nicht nur des Hörverstehens, sondern auch der eigenen Aussprache und des Ausdrucks in der Fremdsprache. Also es geht hier um eine sehr, sehr intensive und eine tiefe Analyse von gewissen Sätzen. Also man kann sich wirklich ein Video nehmen und dann sagen, okay, ich analysiere jetzt 30 Sekunden dieses Audios und ich nehme mir wirklich sehr, sehr viel Zeit. Das heißt, jede Kleinigkeit, die in diesem 30-sekündigen Audio wahrgenommen und gehört wird, wird dann genau analysiert. Man kann sich auch Notizen machen und dann weiß man eben, aha, wenn bestimmte Wörter auftreffen oder wenn bestimmte Wörter in diesem Satz vorkommen,
dann ändert sich die Melodie oder die Tonlage vielleicht so oder so. Und das hilft enorm, um auch Muttersprachler besser verstehen zu können. Und jetzt zu Punkt Nummer 5. Da kann man auch wieder Sprechen üben, aber in diesem Fall geht es darum, dass man ein sehr komplexes Thema nimmt und dann einfach zu diesem Thema den Wortschatz erarbeitet. Also das könnten wirklich Themen sein, wo man dann schon ein bisschen in die Tiefe oder auch sehr in die Tiefe gehen muss. Ich gebe dir drei Beispiele, zum Beispiel die künstliche Intelligenz, emotionale Intelligenz, also wieder Psychologie, ein psychologisches Thema. Das erste war eben ein Thema, das mit Informatik zu tun hat. Und dann vielleicht Energiewirtschaft, also das heißt Wirtschaft und auch anderes Fachvokabular, das mit dem Energiesektor zu tun hat. Du siehst also schon, hier kann man sich ein sehr spezifisches Thema nehmen oder auch ein Thema, das vielleicht mit Biologie zu tun hat. Jede Fachrichtung, die dich vielleicht interessiert oder wo du gerne etwas weiterlernen möchtest. Und dann kannst du sehr, sehr gezielt ein kleines Projekt um dieses Thema herum machen. Du kannst raussuchen, welche Wörter vielleicht wichtig sind, dann welche Beispielsätze nützlich sind. Dann kannst du noch auch einen Text dazu schreiben, also argumentieren. Und so kannst du dann zu einem gewissen Thema sehr, sehr strukturiert und sehr, sehr gut organisiert gewisse Vokabeln wieder neu erarbeiten. Und ich bin mir sicher, wenn man das regelmäßig macht, dann kann man sehr spürbar sein Niveau in einer Sprache verbessern. Und das waren heute die 5 Tipps dazu. Ich hoffe, es war interessant und wir sehen uns beim nächsten Video.